In diesem Video möchte ich euch das Flämisch Ei zeigen. Das ist jetzt wirklich keine Hexerei, erleichtert aber das Leben auf jedem Boot ungemein. Ich kenne es vom Big Boat Bereich als Leinenabschluss, den man sehr gut verwenden kann, um die Fallen in den Mast zu ziehen mit Mauslines, ohne dass ich nachträglich herumdackeln oder an extra Faden annähen muss. Ich persönlich habe es aber auch sehr gern auf kleineren Booten, weil das einfach ein super Endabschluss ist, der immer schön bleibt und der hundertprozentig garantiert, dass man die Leine nicht ausfransen wird. Auch wenn sich der Mantel nach hinten schiebt, könnte mir, wenn ich zum Beispiel einen Endtackling mache, dort so ein gewisser Mantelüberschuss bleiben. Das schaut auch nicht schön aus. Beim Flämisch Ei schiebt sie das einfach nach hinten und ist einfach optisch der schönste Leinenabschluss. Für Barfußsegler auch sehr gut. Es sind keine scharfkantigen Hotcuts oder irgendwas. Wie gesagt, für mich einfach ein perfektes Ding, um das Boot aufgeräumt zu halten. Und wenn man es für Fallen verwendet, sowieso unabdingbar. So, dann fange ich einfach einmal damit an, weil zu sagen, es geht so schnell und dann nicht herzeigen, ist ein Blödsinn. Ich schneide einfach einmal das Ende ab. Mache dann noch gut einen Meter wieder meinen Knoten, damit sie nicht der lose Mantel irgendwo auf der Leine hinschiebt. Schiebe, sage ich jetzt, durchmesserabhängig bei, so wie dieser Leine, einer Achter, schiebe ich das Ganze um die 25 cm heraus. Wenn es dicker ist, also ein 10er, bin ich ungefähr bei 30 cm. Bei einer 16er Leine werde ich in etwa bei 40 cm sein. So, habe das vorgeschoben, schneide das hier ab, schiebe den Mantel wieder ganz nach vorne, nehme jetzt die passende Spleißnadel, das heißt in dem Fall, um sauber in den Kern hineinzukommen, bei einer Achterleine ist es die 5,5er Spleißnadel. Gehe dann bis zur Hälfte von diesem Steg nach hinten, damit es auch wirklich bei jedem Flämisch Ei dann gleich ist. Schiebe das hinein, sehe dann, okay, da ist der Kern, gehe vielleicht 1-2 mm zurück, fahre da mit der Nadel durch. Lege das fein säuberlichst da hinein. So. Damit auf meinem Boot auch wirklich alle Flämisch Eis gleich groß sind, was optisch ein Highlight ist, nehme ich immer zum Beispiel wenn ich hauptsächlich Achterleinen habe, eine 10er Spleißnadel, lege die ein und habe somit immer wieder dieselbe Größe der Öffnung. Ich muss dann nur hier vielleicht 1 Millimeter rausziehen, das überstehende Ende abschneiden, schiebe das schön hinein und vernähe jetzt auf relativ einfache Art und Weise dieses Flämisch Ei. Damit ich nicht zu oft hin und her stechen muss, nehme ich den Faden doppelt. Mache mir auf beide Enden so Knöllchen drauf. Und vernähe mit
2- bis 3-mal durchgestochen dieses Flämischei. Das Ende schiebe ich dann nach oben hinaus. So. Knick wieder relativ viel Leine weg, damit ich nicht die Hauptleine abflemme. Und fertig ist mein Flämischei, indem ich zum Beispiel Fädelleinen für den Mast irrsinnig leicht befestigen kann. In dem Fall brauche ich dann meine Einzugsleinen nur anknoten und komme natürlich irrsinnig leicht um alle Rollen im Mast herum. So schaut ein Flämischei aus und erleichtert das Leben ungemein.